Die Landtagswahl in Brandenburg, wir haben es gerade von Dietmar Woidke gehört, eine Aufholjagd mit gutem Ausgang für die Brandenburger SPD. Sie schlägt die AfD knapp, schafft es sogar, gegen den Bundestrend besser abzuschneiden als zuletzt. Damit bewahrt Ministerpräsident Dietmar Woidke Kanzler Olaf Scholz und die Parteiführung vor einer akuten Krise, obwohl er ja eher gegen sie als mit ihnen gewonnen hat. Für die beiden anderen Ampelparteien, Grüne und FDP, war es dagegen ein ernüchternder Abend. Das ist nicht mehr das Tal der Tränen, sondern eher Death Valley. Auch in Brandenburg ist die FDP quasi zu Staub geworden. Auf Bundesebene glaubt man, den Schuldigen gefunden zu haben. Es sei der grüne Koalitionspartner, der wäre für liberale Wähler toxisch. Die Menschen sind mit der Ampel fertig. Wir müssen nicht unmittelbar den Stecker ziehen. Christian Lindner hat, wie ich finde, schon vor der Brandenburg-Wahl zu Recht gesagt, dies wird ein Herbst der Entscheidung. Die Entscheidungen werden in diesem Herbst fallen. Und ich glaube nicht, dass bei der jetzigen Performance diese Koalition Weihnachten noch erreicht. Herzchen gegen den Frust. Die Grünen wissen, das Wahlergebnis in Brandenburg ist der Denkzettel für die Bundespolitik. Der grüne Parteichef zeigt sich durch die Drohungen aus der FDP-Zentrale wenig beeindruckt. Nehmen das nicht besonders ernst. Andere AnsprechpartnerInnen in der FDP sind ganz andere, und zwar diejenigen, mit denen wir hinter den Bühnen, trotz des wirklich überflüssig lauten Streits auf der Bühne, hinter der Bühne sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wir wollen noch einiges umsetzen, auch wenn wir jetzt nicht mehr glauben, dass die große Harmonie einkehren wird. Bei der SPD schüttelt man den Kopf über Kubicki. Man solle sich eher am Kampfeswillen von Dietmar Woidke orientieren. Es gibt einen Wählerauftrag jetzt. Angesichts der angespannten Lage zu kneifen, ginge gar nicht. Wir haben unseren Job zu erledigen. Es geht jetzt um ein großes Rentenpaket, das durchgebracht werden muss. Es geht um die Tariftreue. Es geht um die Rettung der Industriearbeitsplätze. Und ich kann nur sagen, ich halte das für richtig, dass wir diese Dinge tun, dass wir das vorantreiben. Und wenn Sie Herrn Kubicki zitieren, dann hoffe ich, dass den Liberalen bei dieser großen Aufgabe, die wir haben, dass dabei nicht die Luft ausgeht. Ein Kanzler, der in Potsdam wohnt und von seinem Ministerpräsidenten nicht einmal zum gemeinsamen Auftritt auf die Bühne geholt wurde. Das spreche doch Bände über Olaf Scholz und seinem Stand in der Partei, sagt ein weiterer Wahlverlierer, die CDU. Ich sage es Ihnen wirklich als Staatsbürger. Wahrscheinlich glaubt man mir jetzt nicht, weil ich Oppositionspolitiker bin. Aber ich will nicht ein Jahr so weitermachen. Ich will es nicht. Dieses Land hält es nicht aus. In Sachen Migration, in Sachen Wirtschaftspolitik und am Ende auch in Sachen gesellschaftlicher Zusammenhalt. Deswegen bleibe ich dabei. Wir brauchen die Vertrauensfrage. Wir brauchen Neuwahlen. Und wir müssen ein Ende mit Schrecken herbeiführen und kein Schrecken ohne Ende. High Noon Showdown oder doch eine in die Länge gezogene Götterdämmerung? Sie können es nicht, sagte Olaf Scholz schon mehrmals zum politischen Mitbewerber. Frage nur, kann er es noch? Das hat natürlich was zu tun damit, dass wir